Du möchtest deinen ersten eigenen Online-Kurs erstellen? Dann beglückwünsche ich dich aber sowas von, denn das ist eine tolle Idee. Und wie das geht, erfährst du hier in diesem Video. Du spielst seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, einen eigenen Online-Kurs zu erstellen. Bis jetzt bist du aber noch nicht ins Tun gekommen, weil du nicht wusstest, wie. Dann habe ich eine gute Neuigkeit für dich. Mit diesem Fahrplan aus 5 Punkten hast du eine klare Strategie, um endlich deine eigenen Online-Kurse zu erstellen und auch zu verkaufen. Und wie immer sage ich dir, Online-Business darf leicht gehen. Lass uns loslegen. Beginnen wir mit dem Fahrplan und mit Punkt 1. Deinen ersten eigenen Online-Kurs erstellen, dafür brauchst du natürlich ein Thema. Thema finden, dieser Punkt ist für viele schon der schwerste. Du hast dir sicher auch schon oft den Kopf darüber zerbrochen. Ist das überhaupt relevant für Kunden? Möchte das jemand kaufen? Ist mein Thema überhaupt richtig für mich? Ich kann dich beruhigen, denn egal welches Thema du wählst, welchen Schritt du als erstes gehst, er wird dich auf jeden Fall weiterbringen. Denn jedes Thema, wenn es eine Lösung mitbringt, hier sind wir schon bei einer ganz, ganz wichtigen Botschaft, dein Kurs sollte eine Lösung beinhalten. Dann ist dieser Online-Kurs schon immer richtig für Menschen, die dieses Thema haben. Egal welches Thema es ist, es sollte eine Lösung haben. Gehe also folgendermaßen vor. Frag dich nicht, was möchte ich anbieten, sondern welche Lösung könnte meine Zielgruppe, mit der ich mich jetzt lange beschäftigt habe, als erstes gebrauchen? Was wäre wirklich das SOS-Paket, was jeder braucht, mit dem du gerade zusammenarbeitest? Der erste Schritt auf dem Weg zu einer ganz, ganz großen Transformation, die du vielleicht anbieten möchtest. Und hier hast du halt die Antwort auf dein Thema, aber der erste Schritt ist diese Lösung. Wie kriege ich schnell Abhilfe zu einem bestimmten Thema? Ich kann nachts nicht mehr schlafen, ich habe Wechseljahresbeschwerden. Okay, dann mach doch mal eine Sammlung, mach ein E-Book, damit ich mich damit auskennen kann, damit ich so die erste Lösung habe. Was mache ich denn, wenn ich anfange zu schwitzen in den Wechseljahren? Oh, ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Diese Frage zu beantworten fällt dir ziemlich einfach. Denn was kannst du als ersten Schritt anbieten? Schreib dazu 20 Ideen auf und schon kannst du daraus eine picken und loslegen. Frage dich nun, welche Menschen warten genau auf deine Lösung? Und schon hast du deine Zielgruppe. Sind das eher Frauen? Sind das eher Wechseljahresthemen? Sind das auch Männer? Haben die irgendwie eine Midlife-Crisis? Dann könntest du zum Beispiel einen Kurs dafür anbieten, also erste Probleme bei Midlife-Crisis. Und dann ist es geschlechterunspezifisch und betrifft nicht nur die Frauen in den Wechseljahren, sondern auch die Männer, die dann jetzt nochmal einen ganz neuen Sinn suchen möchten, 45 plus. Nachdem du nun so ganz schnell dein Thema festgelegt hast, nämlich anhand einer Lösung, die du anbieten möchtest und auch eine Zielgruppe, okay, ich möchte nicht nur Frauen, ich möchte beide Persona glücklich machen, dann hast du schon eine Zielgruppe gefunden. Und dann kommen wir schon zu Punkt 2. Welche Inhalte braucht dein Online-Kurs? Und hier sind wir nämlich schon ganz genau bei dem Thema. Okay, ich habe eine Lösung, die möchte ich anbieten. Ich habe eine Zielgruppe. Was brauchen die, um diese Lösung zu erreichen? Wie könntest du das Ganze aufbereiten? Sind das zum Beispiel Audios? Sind das ein paar Übungen, die du körperlich irgendwie zeigst? Überlege dir nun also, was brauchen diese Menschen, um die Lösung zu erreichen. Schon hast du eine ganz, ganz tolle Formel für den Inhalt. Schreibe dir nun so kleine Kapitel oder Themen auf, die diejenigen auf jeden Fall in diesem Kurs haben sollten. Und auch hier wieder, weniger ist mehr, wenn du an eine Art Minikurs denkst. Mach wirklich die erste Lösung, die handelbar ist, in 2 oder 3 Wochen oder maximal 4 Wochen. Das ist ein Minikurs, um sich 4 Wochen lang mit diesem ersten Thema zu beschäftigen. Schreib diese Hilfestellung, die du nun anbietest, auf. Also erster Schritt, sich mit sich selber beschäftigen, zweiter Schritt, Hilfe suchen, dritter Schritt, irgendwie körperliche Übungen machen, rausgehen, keine Ahnung. Wenn du mehrere Themen hast, dann machst du dazu Unterkapitel, die immer zu bestimmten Modulen dann passen. Schon hast du den Aufbau deines Online-Kurses. Hast du einen Anfängerkurs geplant, dann besprich das Ganze doch mit jemandem, der sich damit noch nicht so auskennt. Sein oder ihr Feedback ist dann Gold wert. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Welches Format sollte nun zu diesen Inhalten passen? Du siehst also, du hast jetzt
Die Zielgruppe definiert, das Thema bestimmt. Wie soll nun also dieser Aufbau und diese Inhalte geformt sein? Sind das eher Audiokurse? Ist das ein E-Book, was man lesen kann? Ist das ein Videokurs, wo man dich ganz präsent wahrnimmt? Oder ist das sogar eine Mischung aus allen Formaten? Umso mehr Sinne sprichst du auch während des Online-Kurses an. Wie der ganze Online-Kurs am besten funktioniert, hängt zum einen von der Zielgruppe ab, also wie wollen die gerne angesprochen werden, wie arbeiten die am liebsten an diesem Thema, oder auch, was hängt von dir ab, wie viel Zeit hast du dafür, schreibst du gerne oder nimmst du eher schnell ein Video auf, so wie ich, der das Ganze dann Spaß macht. Viele meiner Kunden lieben Meditationen und würden sich auch gerne Meditationen runterladen, um auf dem Handy zu nutzen. Also warum nicht einfach deine Stimme nutzen? Das alles, was du brauchst, ist ein Mikrofon und dein Handy und schon geht es los. Die Technik sollte nicht das Problem sein, denn es gibt so viele Tools und Möglichkeiten, jetzt Videos aufzunehmen, zu schneiden. Teilweise ist das auf dem Handy super klasse möglich, wenn es dir liegt. Wenn du, wie gesagt, eher der Klassiker bist und möchtest eher so eine Art Workbook oder E-Book machen, dann mach doch das Ganze. E-Book und eine Textdatei kann man prima verschicken. Und hier kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Erstelle nun deine Inhalte und mach es dir dabei leicht. Du hast das Wissen jetzt schon in deinem Kopf, du möchtest am besten jetzt schon loslegen und ich hoffe, dieses Video animiert dich auch schon dazu. Dann ist es jetzt einfach nur noch eine Frage, das Ganze aufs Papier zu bringen. Du kannst zum Beispiel deine Inhalte transkribieren, also auf dein Handy sprechen. Du kannst die Inhalte an jemanden abgeben, der das Ganze dann zu Text umwandelt. Oder du fängst jetzt an, halt einfach deine Inhalte aufzunehmen, wie du sie schon in Blöcken sortiert hast, also nach deinen Art Kapiteln und beginnst nun einfach die Videoaufnahmen mit deinem Handy oder mit Zoom im Notfall. Zoom reduziert die Qualität ein bisschen, aber ansonsten nimmst du einfach mit deinem Handy auf, stellst die Videos dann bei YouTube oder bei Vimeo ein. Und das Ganze kannst du dann als umgelistetes Video in eine Art PDF geben. Also die einfachste Form, wie ich zum Beispiel einen Online-Kurs anlegen würde, ist ein PDF, also ein Word-Dokument, ein paar Übungen dazu als Video auslagern in einem Videoportal wie Vimeo oder YouTube, das Ganze umgelistet und dann das PDF verschicken über den Download eines beim Zahlungsanbieter zum Beispiel. So gehe ich vor und so zeige ich meinen Kunden, wie das geht und das Ganze kann man sich sehr, sehr einfach machen. Ein Workbook kannst du zum Beispiel mit Canva gestalten. Wichtig ist, dass du hier nicht vom Hundertsten ins Tausende kommst. Alles, was so auch noch wichtig wäre, hat hier dann keinen Platz mehr. Es geht hier um einen ersten Online-Kurs, eine erste Abhilfe zu schaffen. Und da musst du nicht noch 1000 Sachen erklären, sondern es geht hier darum, die schnelle Lösung zu bekommen. Also denk dran, ein Minikurs ist keine Sixtinische Kapelle. Komm in die Hufe, mach 5 knackige Punkte, mit denen man wirklich vorankommt und mit denen man erste Hilfe in deinem Thema leistet oder du dann leistest. Und dass deine Zielgruppe wirklich etwas bekommt für ihr Geld. Und dafür musst du nicht lange rumschwafeln, sondern einfach auf das Thema klipp und klar 5 tolle Übungen, die deinem Rücken helfen, die beim Abnehmen helfen, die in den Wechseljahren helfen und so weiter. Komm auf den Punkt. Ist es Lösung noch relevant, das Ganze zu erklären? Ansonsten machst du noch ein Video dazu, was man unbedingt wissen muss, um die nächste Übung dann natürlich auszuführen. Also viel Spaß jetzt dabei. Nun ist dein Online-Kurs fertig und nun fängst du an, das Ganze einzustellen. Nämlich, du kannst das Ganze einfach so posten oder mit deiner Community teilen über deinen Newsletter und sagen, es gibt einen Kurs. Und dann wählst du die manuelle Variante, also du schickst einfach den Kurs einzeln raus, wenn jemand gebucht hat, machst vielleicht eine Rechnung dazu. Das Ganze ist natürlich bei einem Minikurs, den du eigentlich 10-mal am Tag verkaufen möchtest, ein bisschen mühsam. Für den Anfang auch hier, es reicht, wenn du erstmal loslegst. Wenn jemand bucht, schickst du das Ganze raus. Idealerweise wäre das Ganze aber vorautomatisiert, das heißt die E-Mail und der Kauf passieren gleichzeitig. Du hast ein E-Mail-Marketing verknüpft mit dem Zahlungsanbieter. Hier empfehle ich dir Digistore, Elopage oder Copecard. Dort kannst du ein Produkt einstellen. Es wird ausgeschüttet, wenn jemand kauft.
Da wird eine E-Mail benachrichtigt, also ein E-Mail-Marketing-System benachrichtigt. Hier, herzlichen Glückwunsch, dass du gekauft hast, schön, dass du da bist. So eine E-Mail sollte auf jeden Fall als erstes kommen. Und dann sollte innerhalb von einer Stunde etwas passieren, also der Zugang sollte möglich sein. Diese Zahlungsanbieter wie Digistore, Copecard und Elopage, wie sie alle heißen, nehmen dir diese Arbeit ab und schütten gleich das E-Book zum Beispiel auf oder verschicken einen Zugang zu einem Mitgliederbereich, wo dann deine Videos liegen. Hier musst du dich natürlich dann auf eine Form konzentrieren, also die Art, die am wichtigsten ist oder am schnellsten für dich geht. Mehr erkläre ich meinen Kunden in meinen Kursen und nehme sie da in die Hand, die richtigen Schritte zu gehen. Wichtig bei deinem Verkauf ist natürlich, dass du deinen Kunden schon jetzt ab Tag 1 mitnimmst auf die Reise, dass es bei dir bald einen Kurs gibt. Das Ganze nennt sich Seeding. Hier fängst du an, den Keim zu setzen. Jeder Gärtner kennt das. Man sät irgendwie im Mai aus und im August kann man dann ernten, dann kommen die Sonnenblumen raus aus der Erde. Wenn du das auch möchtest, jetzt anfangen zu säen und dann zu ernten im Herbst, dann habe ich natürlich die richtigen Kurse für dich, denn ich habe 2 verschiedene Gruppenprogramme, ein fortgeschrittenes Programm für ein automatisiertes, komplettes Online-Business, das nennt sich Kaching, und natürlich eine Anfängergruppe, in der man lernt, erstmal eigene Kurse zu erstellen in 4 Monaten. Die heißen Online-Kurs Rockstars. Wenn du bereit bist, dein Business mit Online-Kursen zu rocken, jetzt richtig loszulegen, dann komm doch mal in mein Gespräch. Lass uns gucken, welcher Kurs der richtige ist oder ob du eher ein 1:1 Mensch bist, der mit mir nochmal 1:1 seine Strategie klären möchte. All das ist möglich und ich möchte dir jetzt nochmal Mut machen. Ein Online-Business kann leicht gehen. Diese ganze Technik auf Punkt 4 oder 5 soll dich nicht verunsichern, jetzt einmal die Inhalte zu erstellen. Und dann gibt es Zahlungsanbieter und Mitgliederbereiche, die dir wirklich Arbeit abnehmen. Online-Business 2023 ist absolut einfach und mehr erfährst du bei mir in meiner Akademie. Also viel Spaß damit und lege jetzt los. Deine Jotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.